Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mich mal auf eine kleine Testfahrt. Alles keyless, Startknopf drücken. Also das Display, das sieht wirklich cool aus. So, auf geht's. Ganz anders. Erster Eindruck ganz anders als der E. Man sitzt viel höher drauf. Kann ich gleich mal testen, wie schön das hier mit dem Tankdeckel funktioniert. Ja, das ist wirklich super. Keine Klappe mehr zum Aufmachen. Wirklich praktisch. Nein, kein E10. 95. Passt. Reicht erstmal. Also Sitzposition ist ein bisschen höher auf jeden Fall als bei dem E. Ich komme natürlich immer noch mit beiden Füßen flach auf den Boden, aber definitiv etwas hochbeiniger. Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus aus Potsdam. Jetzt kann ich mal ein bisschen fahren. Hier ist 80. So, also erste Fahreindrücke. Lenker toll, schön breit, ganz aufrecht. Also das ist wirklich super. Tolle Sitzposition. Display gut im Blick hier vorne. Gut ablesbar, riesig groß. Windschutz. Trotz dieses kleinen Windschilds, jetzt so bei 80, wirklich gut. Also das hält den Wind gut ab. Geht sogar über meinen Helm rüber und ich bin 1,88, also das ist toll. Ansonsten so der erste Eindruck vom Fahrverhalten. Das ist ganz anders als bei dem E. Also dieser Adventure-Scooter hier fährt sich definitiv sportlicher. Also mit dem Ding kann man wirklich auch sportlich fahren. Das ist also definitiv anders abgestimmt als jetzt der E, der eher für die Straße ist. Das hier ist alles ein bisschen fester. Trotzdem aber so vom Fahrkomfort gut. Also fest heißt ja nicht immer, dass die schlecht ist, die Federung, oder zu hart. Kurvenlage auch sehr schön. Ja, dieses 17 Zoll Vorderrad, das macht natürlich auch ein bisschen was aus. Das ist natürlich was anderes als so ein 15er. Handling ansonsten super, der Schwerpunkt ist sehr tief vom Fahrzeug. Jetzt gehe ich mal kurz runter mit der Geschwindigkeit. Hier kann ich ein bisschen schneller fahren. Gehe mal in den Sportmodus. Das Fahrzeug muss natürlich noch eingefahren werden. Ich mache jetzt hier keinen Topspeed, aber mal kurz anziehen. Und zack, 80. Also Beschleunigung ist sehr gut. Hat ja noch ein bisschen mehr Leistung als der 350e. Der Auspuffsound, der gefällt mir richtig gut. Also ein richtig schöner, tiefer, sonorer Klang. Motorlauf ist wie bei meinem ganz ruhig, ganz weich. Keine Vibrationen jetzt in den Trittbrettern oder am Lenker. Läuft sehr angenehm alles. Ja, und Fahrwerk, klasse. Super Handling hier. Mit dem 17 Zoll Vorderrad. Das ist natürlich dann schon eher motorradähnlich, sage ich mal. Ah, da hängt das Kopfsteinpflaster. Das muss ich doch mal testen. Das ist immer so mein Test, den ich gerne mache, wenn es ums Fahrwerk geht. Denn Kopfsteinpflaster bei schlechter Federung merkt man natürlich sofort, ob das Fahrwerk was taugt oder nicht. Und das ist hier mal ein richtiges Kopfsteinpflaster. Ja, ist straff, aber macht er gut. Federung absolut in Ordnung. Man wird natürlich schon ein bisschen durchgeschüttelt, aber das wird man wahrscheinlich bei jedem Zweirad hier. Der hat ja auch ein bisschen grobstolligere Reifen, da kann man auf solchen Wegen also durchaus auch mal fahren. Ist gar kein Problem. Ja, und wenn ich mich jetzt hinstelle,
sehr gut mit dem Schwerpunkt. Das ist wirklich toll, dass sie die Fußrasten gleich eingebaut haben und dass die Serie sind, ist fantastisch. Jetzt haben wir hier mal ein paar Unebenheiten. Gar kein Problem, null Problemo. Fährt sich dann sogar im Stehen noch besser. Oh ja, mal einen richtigen Weitweg. Ach, cool. Ja, das macht schon Spaß. Also dafür ist der wirklich gemacht. Für so eine Wege hier, so ein bisschen gröbere Feldwege, kann man absolut toll damit machen. Mit dem 17 Zoll vorne kriegt er das gut gebacken. Ja, macht Spaß, macht Spaß. Und man hat den auch gut im Gefühl, wenn man jetzt steht. Lenker schön breit. Ach, klasse. Es wird immer unwegsamer hier. Ach komm, schafft er. Machen wir auch noch ein Stück. Ist natürlich keine Enduro, kein Adventure Bike, aber für einen Roller, ehrlich, macht er super. Federbein vorne schluckt wirklich viel weg. Hat ja 153 mm Federweg, also ist schon anständig für einen Roller. Sonst haben die so um die 100 meistens. Ich will jetzt natürlich hier auch noch nicht so richtig doll lang schrubbeln, ist ja ein Vorführer. Aber so als Test macht der gut. Also ist natürlich auch noch leichter zu handeln als mein XADV damals. Der mit den 240 Kilo. Ja, das ist dann schon viel Gewicht, das hier durch solche Wege zu manövrieren. Das geht mit dem hier schon gut von der Hand. Mit den 196 Kilo, die kann man gut beherrschen. Ja, wirklich super. Das macht Spaß. Auf den Fußrasten hat man auch wirklich guten Halt, obwohl das jetzt noch die Gummierung drauf ist. Ich glaube, wenn man das jetzt wegmachen würde, das Gummi, dann hat man natürlich noch mehr Grip. Also wer sein Ding dann auch mal nutzt, für solche Fahrten hier durch unwegsames Gelände, gar kein Problem, kann man super machen. Und der Sound ist wirklich knackig. Also das ist definitiv um einiges sportlicher der Klang als jetzt bei dem E, der auch gut klingt, aber das ist dagegen wirklich zahm. Der hier klingt wirklich ein bisschen bissiger, obwohl er jetzt nicht viel mehr Hubraum hat. Ja, und so auf der Straße. Super souverän, tolles Handling. Autobahnfahrt mache ich jetzt damit noch nicht, ist ein Neufahrzeug. Wird aber ähnlich sein wie bei dem E. Also da liegen die Fahrzeuge wirklich gut, haben gutes Fahrwerk. 39 PS, die reichen auch wirklich aus, um mal so ein bisschen sportlicher zu fahren. Ach, jetzt könnte ich irgendwie den ganzen Tag fahren. Mit so einem neuen Fahrzeug, was man vorher noch nicht gefahren ist, macht das auch immer richtig Spaß. Jetzt habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Also diese hohe Sitzposition ist wirklich toll. Also es ist wie bei dem XADV. Man hat einen schönen Überblick auch dann über den Straßenverkehr. Sitzt schön gerade aufrecht. So, nochmal hoch auf 70. Ups, das geht fix. Ja, also das ist so ein richtiges Spaßmobil. Und dafür sind diese ADV-Scooter ja auch gedacht, dass man halt auf der Straße ein gutes, sicheres Fahrgefühl hat. Halt auch mal auf dem Feldweg kann, ein bisschen abseits der Straße, ein bisschen Spaß haben kann. Und dafür ist der absolut geeignet. Aber hier fährt er sich sehr souverän. Also keine Vibration, nichts. Mit dem großen Vorderrad. Tolles Fahrverhalten. Bremsen gefallen mir auch gut.
fühlen sich ein bisschen besser an als die bei dem E, obwohl es auch die Jeju an sind. So, lassen wir die Autos mal ein bisschen weg. Mal in Sportmodus gehen. Und sehr schön. Also ziehen tut er gut. Die 39 PS, also knapp 40, reichen auch aus, um mal ein bisschen sportlicher zu fahren, um ein bisschen Spaß zu haben. Und dann diese hohe Sitzposition gefällt mir auch gut. Windschutz, sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl es so ein kleines Windschild ist, aber ich schaue drüber, aber der Wind wird gut über den Helm geleitet. Durch diese sehr steile Position des Windschilds. So, und jetzt kommt natürlich noch die große Auflösung. Was kostet der Spaß? Also er ist teurer als der 350e, ist ja auch ein neueres Modell, hat natürlich auch viel mehr Ausstattung mit Zusatz-LED-Scheinwerfern und. Aber der kostet trotzdem noch sehr wenig. Also Preis von dem hier in dieser kompletten Ausstattung ist 6.400 €. Für einen 368 Kubikroller, Einzylinder, 39 PS, 40 Newtonmeter, Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, Zusatzscheinwerfer, Riesendisplay, 7 Zoll, guter Windschutz. Hier an der Seite ist natürlich klar, da ist ein bisschen weniger Windschutz als jetzt bei meinem, der wirklich sehr fett ist. Reicht aber aus, also wenn ich mich jetzt hier hinter so ein bisschen schmal mache, sind die Beine geschützt. Armaturen finde ich gut. Wie bei meinem, wenn man da erstmal durchblickt, wo was ist, gut zu bedienen. Die Schützer hier an der Seite, die Griffschützer, sind auch gut, da aus Metall. Nicht so gut natürlich wie vielleicht Barkbusters oder sowas. Aber aus Metall, die schützen also auf jeden Fall die Griffe beim Umfallen. Meine sind ja komplett aus Kunststoff, die sind dann sofort weg, wenn man da irgendwo mal gegenkommt. Also das Ding ist schon ein bisschen robuster. Verarbeitung, alles was ich gesehen habe, sieht gut aus. Technisch gesehen die ganzen Features hier mit 3x USB-Anschluss, also doppelter USB-Anschluss, absolut top. 17,5 Liter Tank, das ist der Wahnsinn. Damit hat man also eine richtig schöne Reichweite bei 3,5 Litern Verbrauch. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade liege. Jetzt liege ich bei, wenn ich jetzt vorsichtig bei 90 bin, hier so 80, 90, 3,4, 3,6. Das kommt also hin. Also für den Preis finde ich ein super Angebot. Und wenn ich jetzt bedenke, dass mein Honda XADV natürlich klar ist, ein Zweizylinder, noch ein paar PS mehr, DCT-Getriebe, das ist natürlich noch ein bisschen eine andere Ausnahme, aber von der Ausstattung ist der hier besser. Der hat mehr, der hat Griffheizung dran, das hat der Honda noch nicht gehabt, alles Zubehör. Der hat die Fußrasten mit dran, der hat auch 17 Zoll vorne, schlauchlose Reifen, ähnliche Ausstattung und noch einiges on top, was der Honda nicht hat, und das für die Hälfte vom Preis. Und das finde ich ist schon echt ein gutes Angebot. Und Fahrspaß ist definitiv garantiert. Wie das jetzt bei kleineren Fahrern aussieht, das weiß ich nicht. Also ich komme gut auf den Boden. Ich glaube, bis 1,80 sollte es auch kein Problem sein. Danach muss man wahrscheinlich ein bisschen Zehenspitzen. Also man sitzt hier schon recht hoch. Sitzhöhe ist 795 mm, aber die Sitzbank ist recht schmal. Also da sollte man gut mit den Füßen auf den Boden kommen. So, ich mache jetzt noch mal einen kurzen Stopp hier, um noch mal ein kleines Fazit zu ziehen. Vielleicht schauen wir uns das Gerät auch noch mal ein bisschen an. Also alles in allem ein toller Scooter. Optisch gut. Ich habe auf dem Honda ADV 350 schon gesessen. Der war um einiges kleiner. Der würde mir jetzt so nicht passen, so 100%ig. Hat auch weniger Leistung. Hat natürlich auch nicht die Features, die der hier hat. Also die Ausstattung muss man sagen, das ist wirklich top. Also hier hat diese Sturzbügel. Das ist wirklich robust. Upside-Down-Gabel. Gute Bremsen. Schlauchlose Reifen. Auch so ein bisschen mit Profil. Hauptsächlich natürlich für die Straße, aber man kann auch, wie man sieht, einen Feldweg damit fahren. Die Kameras habe ich jetzt noch nicht gecheckt, da müsste ich jetzt nochmal ins Display reingehen, ins Menü, angucken, wie die funktionieren, aber die zeichnen auf, das kann man dann nachher abrufen. Scheinwerfer finde ich auch eine gute Idee, auch dass man die so in verschiedenen Farben machen kann, in weiß, in gelb oder blinkend, sieht toll aus. Blinker gut,
Gummi gelagert, gut sichtbar. Dann halt das Tagfahrlicht hier vorne, Griffschutz auch in Ordnung. Spiegel sehr gut sichtbar, das Windschild. Dann das hier, großes Plus, dass das schon mit dabei ist. Diese Fußrasten toll. Also wenn man mal so ein bisschen einen Schotterweg fährt, machen die wirklich Sinn. Das Fach unter der Sitzbank, also ich kann es euch nochmal zeigen, da ist meine Tasche drin. Kriege ich eine große Tasche rein, ein bisschen Kleinkram. Das ist schon riesig, muss man sagen. 52 Liter, also da passt richtig was rein. Sitzbank finde ich bequem, also ist gut gepolstert, sieht man schon hier, die nimmt ein bisschen was weg. Tankdeckel finde ich mega, gut, das hier ein kleines Gimmick, aber ob man das braucht, weiß ich nicht. Vorne die Stoßdämpfer sehr gut, also wenn man sich jetzt raufsetzt, kann ich euch mal zeigen und mal vorne so ein bisschen einfedert. Na, da ist richtig viel Spiel, 153 mm Federweg. Also vorne Federung super, hinten müsste man mal testen. Die habe ich jetzt natürlich in Standardeinstellungen gelassen. Wird wahrscheinlich auch so ein bisschen eher auf der sportlichen Seite jetzt sein. Aber die kann man sich auch noch ein bisschen anders einstellen. Also hier unten noch den Druck ein bisschen rausnehmen, sodass dann wahrscheinlich auch der Komfort noch ein bisschen besser wird. Also das kann man sich dann an seine Verhältnisse anpassen. Kamera hinten, auch hinten die Blinker, Gummi gelagert. Tolles Teil für 6.400 €, was der bietet. Das war bei meinem schon so. Der hat ja noch 1.000 weniger gekostet. Also was die für Ausstattung haben. Qualität ist super. Verarbeitung tipptopp. Also da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass die Kunststoffteile irgendwie billig wirken. Das ist auch guter Kunststoff. Hier alles Metall. Die Griffe sind sehr schön für den Sozius. Also alles super verarbeitet. Und halt diese ganzen kleinen Details, ne? Feststellbremse, diese Parkbremse, einstellbare Griffe. So kleine Features, die muss man bei anderen halt schon suchen oder sich teuer dazu kaufen. Ja, soviel zur Vorstellung heute vom Sontes 368G ADV. Super Roller mit super Features. Der hat so viel dran, so viel Zubehör, was da schon verbaut ist. Für 6.400 €. Ich finde es absolut klasse. Macht riesig Spaß. Man hat unheimlich Freude mit dem Ding. Man kann auf der Straße gut gleiten, man kann ein bisschen sportlicher fahren. Straßenlage ist super, Handling ist gut. Und auf dem Feldweg, abseits der Straßen, macht es auch mal richtig Spaß. Also da kann man es dann auch mal ein bisschen krachen lassen. Rauf auf die Fußrasten und dann mal ein bisschen durch die Feldwege fahren. Geschützt ist er auch, wenn er umkippt. Man hat halt die Sturzbügel da, die den auch gut vor Blessuren am Kunststoff schützen. Handling toll mit diesem breiten Lenker. Also erinnert mich sehr an den XADV, nur der Preis nicht. Halb so viel. Hat Sontes mal wieder was Tolles auf den Markt gebracht. Ich glaube, der wird auch richtig gut gehen bei denen, die sowas mögen, die so ein bisschen dieses sportliche Adventure-Style-mäßige mögen. Ich finde es auch klasse. Riesen Fahrspaß. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Fahrzeug findet, was so euer Eindruck davon ist. Vielleicht habt ihr auch schon einen davon. Ja, dann hoffe ich, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.